Der Ringnebel M57. Dieses Bild, aufgenommen vom Hubble-Teleskop, ging um die Welt. Für die Astronomen ist es vor allem ein aufschlussreiches Bild, denn es sind viele Details zu erkennen, so auch die typischen Ringe. Noch mehr Einzelheiten sind diesem Foto zu entnehmen. Es wurde kürzlich vom James-Webb-Teleskop aufgenommen und bietet die höchste Auflösung, die es derzeit gibt. Es klappt aber auch mit einfachen Instrumenten. Mit einem Fernglas oder einem Teleskop kann der Ringnebel in Eigenregie beobachtet werden. Er präsentiert sich in diesem Fall als neblige Wolke im Sternbild der Leier. Im Juni, Juli und August erreicht das Sternbild den höchsten Punkt am Himmel und ist dann am besten sichtbar. So muss es gewesen sein, als im Jahr 1779 der französische Astronom Antoine Daguerre den Nebel entdeckte. Sein Landsmann Charles Messier hat das Objekt noch im selben Jahr unter der Nummer 57 in seinen berühmten Katalog aufgenommen. Später wurde daraus die Bezeichnung M57, die bis heute gilt. Die Bezeichnung planetarischer Nebel hängt damit zusammen, dass der Nebel aufgrund seiner Form Planeten ähnelt. Weil der Brennstoff ausging, war der Vorläuferstern von M57 zu einem roten Riesen geworden, bei dem die Kernfusion hauptsächlich in der Hülle stattfand. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass er kollabierte. Schließlich konnte die Gravitation die aufgeblähte Hülle nicht mehr binden, das Band riss und große Mengen Gas und Staub wurden explosionsartig in das Weltall geschleudert. Zurück blieb ein weißer Zwerg. Das Ganze ereignete sich vor 15.000 bis 20.000 Jahren. Die Wolke dehnt sich derzeit mit einer Geschwindigkeit von 19 km pro Sekunde aus und hat einen Durchmesser von etwa 1,3 Lichtjahren erreicht. Der weiße Zwerg im Zentrum des Ringnebels existiert noch für einige Milliarden Jahre weiter, hat aber nur noch die Größe eines Planeten. Nur Photonen aus dem hochenergetischen Spektrum können diesem Gravitationsmonster entkommen. Wenn diese auf den abgesprengten Nebel treffen, bringen sie die Gasmoleküle zum Leuchten. Der Ringnebel ist jedenfalls ein gutes Beispiel für Leuchtphänomene, die sich überall im Universum zeigen, wo Sterne untergehen. Wie lassen sich die Ringe erklären? Der weiße Zwerg hat mindestens einen Begleiter, eventuell sogar mehrere, die ihn umrunden. Die Ringe, die wir sehen, wären dann das Ergebnis gravitativer Wechselwirkungen im Einflussbereich dieses Mehrfachsystems. Letzte Frage. Wie mag der Sternenhimmel vom Zentrum des M57 aus betrachtet wohl aussehen? Gibt es darauf überhaupt eine sinnvolle Antwort? Ein Raumschiff müsste nämlich sage und schreibe 2283 Lichtjahre zurücklegen. So absurd weit ist der M57 von der Erde entfernt. Vielleicht gelingt es irgendwann auf der Basis besserer Daten, eine schlüssige Antwort zu finden. Derzeit sind grob gesagt 3 Szenarien vorstellbar. Erstes Szenarium. Die Himmelskuppel im Zentrum des Nebels ist übersät mit leuchtenden Farben, hier und da unterbrochen von Dunkelwolken. Es zeigen sich bunte Schleier, Streifen, Filamente und Phänomene, die uns atemberaubend vorkämen. Die Möglichkeit besteht, weil die Gashülle immer noch mehrere Millionen Kilometer dick ist und somit gigantische Mengen an ionisiertem Material zur Verfügung steht. Zweites Szenarium.
Die heiße Oberfläche des weißen Zwergs ist im Verhältnis zur Distanz viel zu klein und reicht schon lange nicht mehr aus, um Strahlungsenergie für eine intensivere Ionisation zu erzeugen. Die Farbexplosionen sind nur noch in abgeschwächter Form zu erkennen. Die Intensität und Strahlkraft des M57 hat sich im Laufe der Jahrtausende abgeschwächt, vor allem weil die Entfernung zum Zentralstern zugenommen hat. Drittes Szenario. Es sind im Zentrum des Ringnebels nur noch Sterne und die Milchstraße zu sehen. Das Leuchten hat längst aufgehört. M57 hat sich im Zuge der Expansion in Raum und Zeit zu sehr ausgedünnt, um noch wahrnehmbar zu sein. Man darf nicht vergessen, dass ein fiktiver Beobachter immer nur einen kleinen Ausschnitt vor Augen hätte. Auf der Erde sehen wir den M57 ganzheitlich als Lichtkonzentrat. Die strahlend hellen Fotos, die wir zu Gesicht bekommen, wurden durch Langzeitbelichtung gewonnen und haben zahlreiche Filter und Bildbearbeitungsprogramme durchlaufen. Die Realität sieht vermutlich anders aus.